Alien Investor präsentiert. Graphene OS. Kerstin, manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen tragen freiwillig Wanzen in der Hosentasche herum. Analyse bestätigt. Dein Begriff auf menschliches Smartphone. Gerät kennt Schlafplatz, Kontakte, Suchverlauf, Bewegungsprofil. Große Teile dieser Daten landen bei Konzernen und im Zweifel bei Staaten. Genau das ist der Punkt. Wer Bitcoin nutzt, mit sensiblen Kontakten spricht oder einfach nicht wie eine gläserne Laborratte behandelt werden will, für den ist Standard Android mit ein paar Schiebereglern irgendwann lächerlich. Bestätigt, es existiert jedoch ein alternatives Betriebssystem, optimiert für Sicherheit und Privatsphäre, Graphene OS. Also gut, lass uns das sauber erklären. Kerstin, lade bitte Erzählermodul Thorsten. Thema Graphene OS. Bestätigung erkannt, starte Erzähler Modul Thorsten. Thema Graphene OS, sicheres Android für Menschen, die nicht überwacht werden wollen. Graphene OS, sicheres Android für Menschen, die nicht überwacht werden wollen. Dein Smartphone ist dein größter Spion. Es weiß, wo du schläfst, mit wem du schreibst, was du googelst, wohin du fährst. Und ein großer Teil dieser Daten landet bei Firmen und im Zweifel bei Staaten. Wenn du Bitcoin nutzt, sensible Kontakte hast oder einfach nicht wie Versuchsmaterial behandelt werden willst, reicht Standard Android mit ein paar Einstellungen irgendwann nicht mehr. Genau hier setzt Graphene OS an. Ein gehärtetes, auf Sicherheit und Privatsphäre fokussiertes Android für Google Pixel Geräte. Kein Marketing-Blabla, keine unnötige Software, die nur Ressourcen frisst, sondern ein technisches Anti-Überwachungsprojekt mit klarer Mission. Graphene OS ist ein freies, quelloffenes Betriebssystem auf Basis von AOSP, dem offenen Android-Unterbau. Es läuft aktuell ausschließlich auf Google Pixel Smartphones. Nicht, weil die Entwickler Google lieben, sondern weil diese Geräte moderne Sicherheitshardware mitbringen. Titan-Chip, verifiziertes Hochfahren, aktuelle Firmware und einen entsperrbaren Bootlader. Wichtige Punkte: keine vorinstallierten Google Apps oder Google-Dienste. Stark gehärtetes System unter der Haube, Kernel, Speicher, Systembibliotheken. Extrem feingranulare Kontrolle über App-Berechtigungen, Netzwerk, Speicher, Kontakte, Sensoren. Optionale, eingesandete Google-Dienste, falls du sie wirklich brauchst. Finanziert über Spenden, keine Datenverwertung, keine Werbung. Man könnte sagen, Graphene OS ist so etwas wie das Arch Linux unter den Smartphone-Systemen. Wenig Schnickschnack, viel Substanz. Mit einem klaren Ziel, dein Gerät gegen Angriffe zu härten. Härtung unter der Haube. Der wahre Unterschied passiert dort, wo du ihn nicht siehst, aber jeden Tag spürst. Gehärteter Kernel. Der Linux-Kernel wird mit zusätzlichen Schutzmechanismen kompiliert und restriktiver konfiguriert. Das reduziert Angriffsfläche und erschwert Exploits. Gehärtete Standardbibliothek und abgesicherter Speicherallokator. Fehler im Speichermanagement sind klassische Einfallstore. Graphene OS nutzt einen speziell gehärteten Speicherallokator, der Speicherfehler schneller aufdeckt und Exploits deutlich komplizierter macht. Dazu kommen bewährte Schutzmechanismen wie starke Adressraum-Layout, Randomisierung, Programme und Daten liegen bei jedem Start an anderen Speicheradressen. Das macht es Angreifern deutlich schwerer, Treffer im Speicher zuverlässig zu landen. Steckwächter, eine Art Manipulationssiegel im Speicher. Wenn ein Angreifer versucht, den Steck zu überschreiben, wird das erkannt und das Programm bricht ab, bevor fremder Code ausgeführt werden kann. Strenge Compiler-Flex. Der Code wird schon beim Übersetzen mit zusätzlichen Sicherheitsprüfungen und Härtungen gebaut. Viele typische Schwachstellen werden so entweder verhindert oder zumindest schneller auffällig. Schnelle Speicherbereinigung. Freigegebener Speicher wird zügig aufgeräumt bzw. zurückgesetzt. Das reduziert die Chancen, dass alte Daten oder hängengebliebene Speicherbereiche später missbraucht werden. Ziel: Selbst wenn eine bislang unbekannte Sicherheitslücke existiert, soll ein Angriff nicht einfach durchrutschen, sondern an mehreren Stellen ausgebremst oder sofort gestoppt werden. Verifiziertes Hochfahren und minimierte Angriffsfläche. Wie beim Standard-Pixel prüft auch Graphene OS beim Start, ob der Systemzustand unverändert ist. Verifiziertes Hochfahren. Aber Graphene OS nutzt diese Basis sehr konsequent. Es wird nur von Graphene OS signierter Code ausgeführt. Manipulierte System-Images oder Rootkits fallen auf. Updates kommen als AB-Updates im Hintergrund. Wenn etwas schief geht, kannst du auf die vorherige Partition zurückrollen. Sicherheitsupdates werden extrem schnell eingespielt, oft gleich auf oder sogar schneller als Google. Dazu kommt eine minimierte Angriffsfläche im Alltag. USB ist im gesperrten Zustand komplett tot.
kein Datenzugriff, keine Forensik per Kabel. NFC und Bluetooth werden restriktiver gehandhabt, statt ständig offen zu sein. Entwicklerschnittstellen und unnötige Systemdienste sind standardmäßig deaktiviert. Das ist wie ein Bitcoin-Setup ohne offenen Zugang, weniger Bequemlichkeit für Angreifer, kaum Einschränkungen für dich. Gerätesperre, Dienstkrempling und dürres Passwort. GraphenOS denkt auch den Sperrbildschirm zu Ende. Dienstkrempling. Die Ziffern auf dem PIN-Bildschirm werden bei jedem Entsperren neu gemischt. Schulterblick, Kameras, heimliche Aufnahmen, alles wird deutlich schwerer. Dürres Passwort, du kannst ein spezielles Notfallpasswort setzen. Gibst du es unter Zwang ein, werden deine Daten gelöscht, statt das Gerät zu entsperren. Lange Passwörter. GraphenOS erlaubt sehr lange Passwörter und kombiniert Fingerabdruck optional mit zusätzlicher PIN. Brute Force wird praktisch sinnlos. Gerade wenn du Bitcoin, sensible Kontakte oder persönliche Daten auf dem Gerät hast, ist das eine große Verbesserung. Privatsphäre bei Design. Ein frisch installiertes GraphenOS sieht aus wie ein nacktes Android, kein Gmail, kein Google Maps, kein YouTube, kein Google-Kontozwang, keine dauerhafte Telemetrie an Google-Server, kein Hintergrundtracking durch vorinstallierte BitTech-Apps. Du entscheidest, ob du Google-Dienste hinzufügen willst, nicht umgekehrt. Dazu kommen Werkzeuge, auf die viele Nutzer seit Jahren warten. Netzwerkschalter pro App. Du kannst Apps das Internet komplett entziehen. Perfekt für Offline-Spiele, Video, Notizen, die nichts nach Hause funken sollen. Sensorschalter, Mikrofon, Kamera, Bewegungssensoren, pro App steuerbar. Speicherschalter. Du kannst einer App nur einen bestimmten Ordner als Welt geben. Die App glaubt, sie sieht alles. In Wahrheit sieht sie nur, was du freigibst. Kontaktschalter. Apps bekommen ein leeres oder minimales Adressbuch, statt dein komplettes Netzwerk auszulesen. In der Praxis heißt das, die Banking-App sieht nur das Nötigste, Messenger wühlen nicht in deinen Fotos und eine Notizen-App braucht kein Internet. GraphenOS kümmert sich zusätzlich um Netzwerk- und Standortdatenschutz, randomisierte MAC-Adressen bei WLAN-Verbindungen, minimierte Standortdaten, kein automatisches Bewegungsprofil durch das System, blockieren unnötige Gerätekennungen, die sonst für Tracking genutzt werden können. Apps und Alltag. Die wichtigste Frage: Kann man damit im Alltag leben? Oder ist das nur etwas für Nerds im Bunker? GraphenOS basiert auf aktuellem AOSP. Das bedeutet, normale Android-Apps laufen in der Regel problemlos. Du kannst App-Stores wie F-Droid, Aurora Store oder eigene Repos nutzen. Messenger wie Signal, Threema, Telegram, verschiedene Browser, Maps-Alternativen, viele Banking-Apps, das alles ist möglich. Der Vorteil: Du kannst dir eine Zusammenstellung aus verschiedenen Quellen zusammenbauen, das wirklich zu deinem persönlichen Modell passt. Für Apps, die Google Play Services erwarten, gibt es Sandboxed Google Play. Die originalen Google Play Dienste laufen als normale Apps, ohne tiefe Systemrechte. Sie sitzen in derselben Sandbox wie jede andere App. Push-Benachrichtigungen und viele Google-abhängige Apps funktionieren trotzdem. Einschränkung: Apps, die ein zertifiziertes Gerät erwarten, etwa Google Pay oder manche Banken, können weiterhin streiken. Hier musst du abwägen, Sicherheit und Unabhängigkeit versus maximaler Komfort. Ich muss zum Beispiel, um eine Bank-App zu verwenden, ein zusätzliches Tarngerät verwenden. Projekt, Finanzierung und politische Dimension. GraphenOS ist kein Startup, das versucht, dich später über Werbung oder Daten zu monetarisieren. Hinter dem Projekt steht eine Non-Profit-Organisation in Kanada. Offener Quellcode, der Code ist öffentlich einsehbar, diskutierbar und überprüfbar. Spendenfinanziert, Nutzer und Unterstützer halten das Projekt am Laufen, nicht Werbekunden oder Staaten. Upstream-Beiträge, viele Sicherheitsverbesserungen fließen zurück ins allgemeine Android-Ökosystem und verbessern damit auch Geräte, die nie GraphenOS sehen. In einer Zeit, in der Staaten immer wieder versuchen, Verschlüsselung zu schwächen und Hintertüren zu legalisieren, sind Projekte wie GraphenOS ein Stachel im Fleisch der Kontrollfantasien und genau deshalb so wichtig. Für wen lohnt sich GraphenOS? GraphenOS ist kein Klick, alles wie vorher System. Es ist ein Sicherheits- und Privatsphäre-System. Und es lohnt sich vor allem dann, wenn du weißt, warum du es willst. Es lohnt sich besonders, wenn du Bitcoin oder andere Werte auf deinem Smartphone verwaltest, wenn du mit sensiblen Kontakten arbeitest, wenn du keine Lust hast, Gläsern für Technologieunternehmen und Staaten zu sein. Und wenn du bereit bist, Zeit in Einrichtung und Datensicherung zu investieren. Weniger geeignet ist es, wenn du unbedingt Google Pay brauchst oder alle offiziellen Banking-Apps oder maximalen Komfort ohne Umgewöhnung.
Auch dann nicht, wenn du dich gar nicht mit Sicherheit und Bedrohungsmodellen beschäftigen willst. Oder wenn du mit einem voll integrierten Herstellerökosystem rundum glücklich bist. GraphenOS ist kein magischer Tarnumhang, aber es ist ein großer Schritt zu mehr Sicherheit und Privatsphäre. Wichtig bei sicherheitsrelevanten Apps, zum Beispiel der Beatbox-App, ist die offizielle Quelle aus dem Google Play Store meistens die bessere Wahl. Bei anderen Quellen, wie dem Aurora Store, ist das Risiko höher, dass die App nicht original ist. Und die Prüfsumme wird dort nicht automatisch für dich geprüft. Analyse beendet. Übergabe zurück an den Captain. Also Kerstin, für mich gehört dein gehärtetes Smartphone heute in dieselbe Kategorie wie Bitcoin Selbstverwahrung und echtes Eigentum an Aktien. Wer frei sein will, muss seine Infrastruktur verstehen und unter eigener Kontrolle haben. Analyse deckt sich mit den vorliegenden Daten. Standard-Android mit ein paar Privatsphäre-Scheitern ist oft nur Kosmetik. GraphenOS ist ein echter Strukturwechsel. Wenn du jetzt denkst, okay, das klingt nach mir, dann schau dir GraphenOS in Ruhe an. In der Videobeschreibung findest du den Link zum offiziellen GraphenOS Projekt und einen Artikel auf meinem Blog, in dem ich erkläre, wie du GraphenOS auf einem Pixelgerät bringst. Hinweis: Projekte wie GraphenOS leben nicht von Werbekonzernen, sondern von Menschen, die verstehen, was auf dem Spiel steht. Wenn du es dir leisten kannst, unterstütze die Entwickler mit einer Spende. Link in der Beschreibung. Staaten und Konzerne haben ein riesiges Budget, um Kontrolle auszubauen. Unabhängige Sicherheitsprojekte haben nur eins: eine Community, die sich nicht alles gefallen lässt. Wenn du Teil dieser Community sein willst, Härtung deines Smartphones ist ein guter Anfang. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, lass gerne ein Abo da, teile das Video mit Leuten, die ständig mit einem Überwachungsziegel in der Tasche rumlaufen. Und vergiss nicht, vertraue niemandem. Manage deine Finanzen und deine Geräte selbst. Bis zum nächsten Flug. Übertragung beendet. Sicherheitsmodus aktiviert.